Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video zum brandneuen Objektiv von Sigma, und zwar dem 28 bis 105 mm mit der durchgehenden Blende von 2,8. Ich wollte es eigentlich mit in Urlaub nehmen, es hat zeitlich aber nicht mehr gereicht, deswegen kommt das Review jetzt verspätet und nicht zum Release-Tag. Aber ich habe hier ein bisschen was anderes, und zwar habe ich nicht die E-Mount-Version, so wie es die meisten anderen getestet haben, sondern ich habe die L-Mount-Version. Und die Version habe ich dann zusammen an meiner Panasonic Lumix S5 Mark II X getestet, aber auch, ihr seht es hier, an der Leica SL3. Die Leica SL3 bringt euch daher 60 Megapixel mit, das heißt, auch am L-Mount haben wir hier eine hohe Auflösung, wo wir das Ganze testen können, und das möchte ich euch dann natürlich auch nicht vorenthalten. Die ganzen Datenblätter sind ja auch online, deswegen muss ich euch da jetzt natürlich nicht vom Datenblatt irgendwie was vorlesen. Was vielleicht noch ein bisschen interessant ist die Länge und die Breite bzw. der Durchmesser mit der montierten Gegenlichtblende. Das findet man nämlich oft so nicht im Datenblatt. Wenn wir die Gegenlichtblende montiert haben, dann wird das Ganze noch ein Stück länger auf 20 cm. Ihr habt also vom Bajonett bis zur Spitze von der Gegenlichtblende 20 cm. Das ist für den einen oder anderen interessant, weil die Kameratasche muss das natürlich auch können, wenn man die Gegenlichtblende eben montiert haben will. Im Durchmesser tut sich da auch noch was, da geht das Ganze dann auf 10,5 cm hoch, also müsst ihr halt schauen, dass ihr da eine passende Tasche findet, wo das Ganze dann so auch reinpasst. Bei dem Objektiv handelt es sich ja nicht um einen Innenzoom, das heißt, beim Zoomen fährt das Ganze aus, das sind 4 cm, was das da ausfährt. Ihr kommt dann also insgesamt auf 24 cm Länge. So, das Gewicht können wir noch kurz ansprechen, 995 Gramm, das ist im Vergleich zu anderen Objektiven gut, es gibt in dem Bereich kein anderes Objektiv, aber vergleichen wir es mal mit einem 35-150 von Tamron oder sowas oder eben dem Canon 24-105, das sind unter 1 Kilo schon, ich sag mal, leicht, beziehungsweise eben nicht so viel, wie man vielleicht erwartet hätte. Ihr habt hier keine Stativschelle, und meiner Meinung nach braucht ihr die hier auch nicht unbedingt. Also es ist auch so wirklich auf einem Stativ handelbar. Kommen wir mal ein bisschen zur Bedienung von dem Objektiv. Also ihr habt einen Fokusring, einen Zoomring und ihr habt einen Blendenring, wo ihr die Blende verstellen könnt. Die Verarbeitung an sich ist natürlich wie von Sigma gewohnt auf einem, ich sag mal, hohen Niveau. Klar, ihr habt keine Leica-Qualität oder sowas, aber es ist trotzdem ein hohes Niveau. Die Materialien, die ausgewählt wurden, lassen sich gut anfassen, es liegt gut in der Hand. Und auch beim Fokusring haben wir ein gutes Gefühl beim Fokussieren, sag ich mal. Der lässt sich, soweit ich weiß, auch konfigurieren. Ich habe da an den Basiseinstellungen jetzt nichts geändert. Aber da es ein Sigma-Objektiv am L-Mount ist, müsste das auch alles konfiguriert werden können. Beim Fokusring habt ihr hier nicht mal ganz 90 Grad, welche ihr drehen müsst, um da von 28 auf 105 mm zu kommen. Also auch das ist sehr angenehm. Ihr könnt den kompletten Bereich relativ schnell durchzoomen. Vom Gewicht her, also nicht das Gewicht, was das Objektiv hat, sondern die Kraft, welche ihr braucht zum Zoomen. Ihr braucht ein bisschen Kraft, aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie schwergängig wäre oder sowas. Es ist einfach, ihr seht es auch, wenn man es hier nach unten hält, es verstellt eigentlich die Brennweite nicht von alleine. Ihr habt aber noch einen Lockschalter. Den könnt ihr auf Lock stellen. Wenn ihr aber ein bisschen stärker dreht, dann lässt sich das Ganze wieder entlocken, so gesehen. Der ist also wirklich wahrscheinlich nur zum Transport gedacht, um da vielleicht ein bisschen was zu verhindern, dass es doch mal ungewollt ausfährt. Ist also gut gelöst. Ansonsten habt ihr noch einen Fokusschalter, automatischer Fokus, manueller Fokus, könnt ihr da umstellen. Am Blendenring. Den Blendenring habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt den einmal auf der Autostellung lassen. Da regelt ihr dann die Blende über die Kamera. Oder ihr könnt eben den Blendenwert auswählen. Das Ganze ist deklickbar. Das heißt, ihr könnt den Ring auf Deklick stellen und dann, Lockschalter noch lösen, könnt ihr hier die Blende verstellen, ohne dass euch da irgendwelche Geräusche oder so entstehen. Und das Ganze ist eben stufenlos, also da könnt ihr vor allem im Videobereich dann eben sehr gut die Blende verstellen. Wie gerade schon gemerkt, ihr habt hier noch einen Lockschalter, dann könnt ihr das Ganze hier noch locken, sodass ihr das nicht versehentlich irgendwie verstellt. Auch ziemlich gut gelöst, und das war es dann soweit eigentlich auch schon von der Bedienung her erstmal vom Objektiv. Und ich denke, dann gehen wir einfach mal in den nächsten Bereich, und zwar zur Bildqualität. Halt, stopp, einen Punkt habe ich vergessen, und zwar ihr habt noch zwei Taster, die ihr euch natürlich belegen könnt. Jetzt aber zur Bildqualität. Wie schon gesagt, ich habe das Ganze auch unter anderem hier an der Leica SL3 getestet, die mit 60 Megapixel eben ein bisschen Auflösung mitbringt und das Ganze hier auch ausreizen kann. Und ich sag's mal so, das Objektiv ist wirklich sehr scharf. Gerade für ein Zoom-Objektiv, also klar, ihr dürft keine Super Duper Sigma Art Festbrennweitenschärfe erwarten, aber
die Schärfe ist wirklich sehr, sehr hoch. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren und ich habe jetzt in keinem Bild irgendwie mal gedacht, puh, ich bräuchte da mal noch einen Tick mehr Schärfe. Und das ist so, ihr habt es schon bei Offenblende, also bei 2.8 und auch über den kompletten Zoom-Bereich. Da war ich voll zufrieden, vor allem eben in der Mitte. Wenn ihr jetzt ein bisschen im Weitwinkel seid, bei den 28 mm, dann kann es außen ein bisschen weicher werden. Das ist aber wirklich auch auf einem sehr hohen Niveau. Klar, die Mitte bietet euch so eine ordentliche Schärfe, dass eben der Außenbereich da abfallen muss. Das ist eigentlich bei jedem Zoom-Objektiv so, ist auch hier der Fall, aber er fällt lang nicht so viel ab, wie man das jetzt erwarten würde. Und wenn wir da dann noch in den Telebereich gehen, bei 105 mm, dann ist da außen fast nichts mehr feststellbar. Also die Schärfe beeindruckt doch wirklich sehr. Man muss aber natürlich im Hinterkopf behalten, ihr habt hier eine Blende 2.8 und bei 105 mm, da ist es meistens so, dass der Umgebungsbereich sowieso im Bokeh untergeht. Ihr könnt das auch ein bisschen abblenden, also auf Blende 4 oder sowas. Ihr werdet da aber einen kleinen Tick vielleicht noch an mehr Schärfe generieren können. Im Außenbereich dann im Weitwinkel sowieso, aber innen, da macht es nicht mehr viel aus. Also da werdet ihr nur schwer feststellen können, ob das Ganze jetzt bei 2.8 oder bei F4 aufgenommen wurde, weil eben die Grundschärfe schon sehr hoch ist. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen, das Bokeh. Das Bokeh ist eigentlich auch so ziemlich, ja, eine der wenigen Sachen an dem Objektiv, welche man hier ein bisschen bemängeln könnte. Und zwar ist es so, der Verlauf und so weiter nach vorne, nach hinten von eurem Motiv, das sieht alles richtig gut aus. Also da kann man auch nicht meckern. Ganz im Hintergrund aber, da kann es manchmal sein, dass euch so ein bisschen unruhiges Bokeh erwartet. Also gerade wenn ihr hochdynamische Bereiche habt, also ihr habt zum Beispiel Äste und einen Baum und dahinter die Sonne oder sowas, dann sieht man da schon, dass das Bokeh nicht ganz so ruhig ist, wie es jetzt zum Beispiel die meisten Festbrennweiten bieten. Da ist also immer so kein zwirliges Bokeh, aber man sieht eben, es ist nicht perfekt. Für mich ist es kein Dealbreaker. Also klar, auf den Bildern, wenn man drauf achtet und dann vielleicht noch reinzoomt, dann kann man das schon erkennen. Aber wenn man die Bilder jetzt im Kompletten ansieht, dann ist das normalerweise ein Teil, der auch nicht so wirklich stört. Man hat halt insgesamt nicht so ein richtig sauberes, cremiges Bokeh, sondern man sieht immer ein bisschen was drin. Aber wie gesagt, das ist für mich kein Dealbreaker. Was auch noch ist, die Bokehbällchen. Also ihr kriegt ja in gewissen Bereichen, wenn ihr Lichter im Bild habt, Bokehbällchen, die seht ihr dann, die sind auch zum Teil schön rund. Also da kann man eigentlich auch nichts sagen, nur bilden sich da drin schon so leichte Zwiebelringe. Es stört nicht, aber man erkennt einfach ein bisschen was drin. Und wie gesagt, das ist so einer der wenigen Punkte bei dem Objektiv, wo man sich vielleicht so ein bisschen drüber aufregen könnte, beziehungsweise wo man einfach vielleicht einen Punktabzug geben kann. Für das Bokeh sind 12 Blendenlamellen verantwortlich und da gibt es dann auch Blendensterne und die haben dann 12 Strahlen. Das sind jetzt nicht ganz harte Strahlen, es sind aber auch nicht ganz weiche Strahlen, also ihr könnt damit schon Blendensterne produzieren. Ihr seht sie hier jetzt vielleicht auch mal im Bild. Ihr könnt es selber bewerten, wie ihr da, ja, ob euch das gefällt oder nicht. Ich sage, es ist völlig in Ordnung. Man muss es natürlich auch herausfordern, also die Sonne wirklich ins Bild nehmen, die Blende schließen, dann ist da schon was sichtbar. Natürlich habt ihr dann da Sonne und Gegenlicht. Gegenlichtverhalten, nächstes Thema. Und da muss ich sagen, das Gegenlichtverhalten von dem Objektiv ist sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gut im Vergleich zu dem, was sonst die Mitbewerber so haben. Wenn wir uns einen Tamron 35-150 mit 2 bis 2,8er Blende anschauen, dann ist ein Kritikpunkt, dass das Gegenlichtverhalten nicht so der Hammer ist. Also ihr habt da Ghosting, Flares drin, Kontrastabfälle und so weiter. Das habt ihr hier eigentlich nicht. Das Gegenlichtverhalten von dem Objektiv ist wirklich sehr gut. Klar, ihr könnt immer so ein bisschen Ghosting oder Flares hervorheben bzw. herausfordern, wenn man es eben in der prallen Sonne, ja, herausfordert. Aber das Verhalten ist wirklich sehr, sehr gut. Ihr habt einen leichten Kontrastabfall direkt an der Lichtquelle, aber ansonsten sieht das Bild wirklich sehr, sehr gut aus. Und da kann man schon richtig schön im Gegenlicht mitarbeiten. Und wenn wir dann natürlich auch von Gegenlicht reden, dann reden wir auch von chromatischer Aberration und Low-Cast, welche ihr bei anderen Objektiven meist häufiger findet. Und da kann ich euch sagen, das Objektiv bietet auch da eine richtig gute Leistung. Also auf meinen Bildern allgemein, die ich so gemacht habe, konnte ich eigentlich nie irgendwie groß chromatische Aberration feststellen. Und auch andere YouTuber, schaut euch das Video vom Gerald Undone an, der das Ding wirklich getestet hat, von oben bis unten und wirklich auf Low-Cast getestet hat. Da schneidet das Objektiv richtig, richtig gut ab. Und so war es eben auch bei mir. Ich kann mich da wirklich nicht beschweren und damit kann man das Thema eigentlich auch abhaken, weil es eben kein Problem damit hat. Und somit kommen wir auch zur Autofokus-Performance und
Da muss ich sagen, das Objektiv ist kein Problem. Das macht keine Probleme mit dem Autofokus. Jetzt ist es ja so, ich habe es an der Panasonic getestet und hier an der Leica. Und ich sage es mal so, die Leica ist jetzt kein Autofokus-Monster. Die fordert das Objektiv nicht raus. Die S5 IIX, die bietet ja schon eine sehr viel bessere Autofokus-Performance, wie es jetzt hier die Leica tun würde. Und selbst da ist das Objektiv lange nicht der begrenzende Faktor für den Autofokus. Also da lässt sich alles nachführen und so weiter. Der Autofokus ist schnell und auch leise. Das leise ist natürlich wichtig, wenn ihr damit filmen wollt, und auch das kann das Objektiv hier sehr, sehr gut. Und weil ich gerade das Filmen angesprochen habe, das Objektiv, Focus Breathing ist da so ein Punkt, hat so gut wie kein Focus Breathing. Es lässt sich also sehr gut nutzen, um den Fokus zu verändern im Video eben. Der Bildausschnitt ändert sich so gut wie gar nicht, also das kann auch das Objektiv wirklich sehr, sehr gut. Ein bisschen anders sieht es beim Parfokalsein aus. Das Objektiv ist nicht parfokal, also die Fokusebene verschiebt sich ein bisschen im Hintergrund. Da müsst ihr einfach drauf aufpassen, wenn ihr ein Video dreht und während dem Videodreh auch zoomen wollt. Insgesamt ist es also ein wirklich sehr, sehr guter Allrounder und ich sehe das Objektiv so vielleicht in der Hochzeitsfotografie oder so oder auch beim Filmen bei Hochzeiten, weil ihr eben mit 28 bis 105 mm einen Bereich abdeckt bei Blende 2.8, der da sehr gern genutzt wird. Also ich habe auch Hochzeiten fotografiert und da bin ich wirklich so in dem Bereich, ich sag's mal, ja doch die 28 mm, wenn ihr mal ein bisschen mehr drauf haben wollt, und gerade die 105 mm, wenn ihr dann Porträts machen wollt. Das wird da abgedeckt und es ist ein guter Allrounder. Also ihr könnt es auch locker als einen immer drauf für eure Kamera nehmen. Eben dadurch, dass es gerade mal, oder ich sag mal nur knapp 1 Kilo wiegt, ist es noch in einem Rahmen, den man vertreten kann. Da sind wir also nicht in Bereichen, wo man dann schon fast eine 2 vorne dranhängen muss. Also wie gesagt, ja, ein guter Allrounder habt ihr hier auf jeden Fall. Jetzt ist es so, es kostet 1649 € und am L-Mount zumindest habt ihr nur das Samyang 3550 2 bis 2.8 als Konkurrenz. Das gibt es für 1400 €, also nur ein Tick günstiger. Das Samyang ist aber deutlich schlechter. Also das ist in allen Bereichen bei der Schärfe und so weiter nicht unbedingt so der Hammer und auch beim Gegenlichtverhalten. Am E-Mount sieht es da ein bisschen anders aus. Da habt ihr das Tamron 3550 2 bis 2.8. Das deckt untenrum nicht ganz so viel Brennweite ab, hat aber obenrum 45 mm mehr. Ihr habt untenrum dafür eben Blende 2. Das ist schon in Konkurrenz zu dem Objektiv, weil sie sich auch im gleichen Preisbereich bewegen. Beim Tamron ist es aber so, es wiegt ein bisschen mehr und wie gesagt, das Gegenlichtverhalten ist einfach nicht auf dem Niveau, was ihr hier beim Sigma bekommt. Was euch da dann nachher mehr gefällt, das müsst ihr dann selbst entscheiden. Ich packe euch einfach mal alles unten in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das mal genauer angucken und gegebenenfalls auch kaufen. Wie gesagt, dieses Objektiv ist ein wirklich sehr guter Allrounder und bis auf ein bisschen das Bokeh zeigt es eigentlich auch keine Schwächen. Also da war ich schon sehr zufrieden damit und ich hätte nicht gedacht, dass vor allem in der Schärfe hier sowas rauskommt. Ein großer Dank geht an Sigma, die mir das Objektiv für den Test zur Verfügung gestellt haben. Ich werde dafür nicht bezahlt und darf meine Meinung natürlich frei äußern. Ebenso geht ein Dank an fotoprofi.de und die Filiale Ludwigsburg, die mir die Leica SL3 zur Verfügung gestellt haben, damit ich hier am L-Mount auch mit einem bisschen mehr Megapixel testen konnte. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.